Sagst du beim Kennenlernen noch »Guten Tag« und merkst, dass es irgendwie steif wirkt? Viele klingen am Anfang zu höflich und verlieren dadurch den Kontakt. Heute zeigen wir dir 25 richtig natürliche Sätze, die du sofort benutzen kannst. Bei einer Party, im Büro oder auf Reisen, und zwar auf B1-Niveau. Genau, du bekommst konkrete Sätze für die erste Minute, fürs Nachfragen und fürs Verabreden danach. Also echt praktisch, nicht Theorie, und alles passt zu entspannten Gesprächen in Deutschland. Los geht's direkt, ohne Smalltalk über das Wetter. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Und wer üben will, die ganze Lektion steht übrigens bei Vocabli. Also, fangen wir mal mit der wichtigsten Eröffnung an, die wirklich immer geht. Also, wenn du jemanden neu triffst, sag ruhig locker, Hi, ich bin. Das ist einfach, direkt und klingt sofort freundlich. Und wenn du den Namen vom anderen willst, kannst du gleich nachschieben. Und du heißt? Ja, und dann kommt fast automatisch, freut mich. Das ist kurz, nett und total normal. Wenn du es ein bisschen länger magst, geht auch schön, dich kennenzulernen. Beides ist super für den ersten Moment. Und ganz wichtig in Deutschland, das Du oder Sie. Wenn du unsicher bist, frag einfach, wollen wir uns duzen? Das klingt höflich, aber trotzdem entspannt, und viele freuen sich darüber. Lass uns das mal in einem kleinen Rollenspiel zeigen, ja? Stell dir vor, wir sind bei einem Meetup im Café. Der Tisch ist halb voll, du willst dazukommen. Ich mach kurz die Szene auf, okay? Klar, legen wir los. Mach du den Anfang, ich reagiere einfach ganz normal. So wie's halt passiert. Darf ich mich dazusetzen? Ja klar, mach's dir bequem. Hi, ich bin Julia. Hi, ich bin Tim. Freut mich. Schön, dich kennenzulernen. Wollen wir uns duzen? Gern. Und du heißt? Julia. Sag mal, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Was führt dich hierher? Na ja, ich bin neu in der Stadt. Deswegen suche ich Leute mit ähnlichen Interessen. Kommst du aus der Nähe? Nicht wirklich, ich bin vor kurzem umgezogen. Und du, woher kommst du? Aus Köln. Und was machst du so? Ich arbeite im Design. Wie war nochmal dein Name? Tim. Kannst du das bitte buchstabieren? Ach Quatsch, Spaß. Ich mein, du kannst ja meinen. Haha, alles gut. Aber gute Frage, wenn ein Name schwer ist, einfach sagen, wie sprichst du das aus, das nimmt Druck raus. Genau so. Hast du gemerkt, wie viele Sätze da schon drin waren? Das sind alles Bausteine, die du kombinieren kannst. Und sie klingen natürlich nicht so schulbuchmäßig. Und noch was zur Begrüßung. In vielen Situationen passt Hallo oder Hey besser als Guten Tag. Das ist nicht unhöflich, das ist einfach direkt. Viele Deutsche mögen das, weil es entspannt wirkt, ja? Kleiner Tipp aus der Praxis. Die Frage »Alles gut bei dir?« ist eine lockere Alternative zu »Wie geht's?« Und auch »Wie läuft es?« funktioniert super, wenn die Situation schon ein bisschen entspannt ist. Beides passt nach dem Namen, nicht ganz am Anfang. Wenn du dann ins Gespräch kommst, hast du zwei super Starter. Was machst du so, und was machst du gern in deiner Freizeit? Das eine geht eher Richtung Job, das andere Richtung Hobbys. So findest du schnell einen gemeinsamen Punkt. Wichtig ist, nicht zu formell zu klingen. Ein häufiger Fehler ist, übertrieben höflich zu sein, also so Sätze wie »Guten Tag, ich möchte mich vorstellen«. Das wirkt, naja, ein bisschen steif. Sag lieber »Hi, ich bin«, das passt fast überall. Und wenn du Gründe nennst,
klingt darum oder deswegen oft natürlicher als deshalb. Zum Beispiel, ich bin neu in der Stadt, deswegen frage ich viel, deshalb ist nicht falsch, aber eher formell. Komm, noch ein Mini-Rollenspiel, diesmal nach dem ersten Smalltalk. Ich starte, was sind denn so deine Hobbys? Ach, stopp besser, was machst du gern in deiner Freizeit? Klingt natürlicher und ist breiter. Ich gehe gern wandern und ich mag Live-Musik. Und Achtung, typischer Fehler, viele sagen ich mag es, wandern, aber das klingt komisch. Sag einfach ich mag wandern oder ich gehe gern wandern. Boah, genau. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, frag locker nach, wie war nochmal dein Name? Oder kannst du das bitte buchstabieren? Das zeigt Interesse, nicht Unwissen. Kurze Anekdote, die passt dazu, eine Freundin hat in einer Bar Bier falsch betont und bekam ein alkoholfreies, peinlich. Seitdem fragt sie lieber nach, wie sprichst du das aus, und probiert's dann nochmal. So, und alle lachen freundlich, fertig. Machen wir mal einen kleinen Check, okay? Mini-Quiz für dich. Weißt du noch, was wollen wir uns duzen? Bedeutet. Genau, es heißt, lass uns du sagen statt sie. Und das ist im Alltag, besonders unter Jüngeren, echt normal. Super. Weiter geht's mit Situationen, wo du Leute an Orten triffst, zum Beispiel eine Hausparty. Da helfen Sätze wie kennst du den Gastgeber? Oder wenn du unsicher bist, einfach bist du zum ersten Mal hier, beides öffnet direkt das Gespräch. Wenn ihr dann merkt, das passt, kommt die Brücke zum Wiedersehen. Ganz easy. Hast du Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Das ist locker, null Druck. Du kannst auch sagen, wollen wir in Kontakt bleiben? Ist schön offen. Ja, und dann kannst du direkt anbieten, ich schicke dir mal eine Nachricht, das nimmt die Hürde. Falls ihr Kontaktdaten tauscht, frag schlicht, hast du eine E-Mail-Adresse? Wobei, viele geben heute eher Insta oder Nummer. Stimmt. Wenn dir jemand seinen Namen nennt und du unsicher bist, wiederhol ihn kurz und frag nach der Aussprache. Also, Saskia, wie sprichst du das aus? Das zeigt Respekt und verhindert peinliche Wiederholungen später. Und wenn du zu einer Gruppe kommst, bitte dich ruhig dazu. Darf ich mich dazusetzen, ist freundlich und funktioniert überall, in der Mensa, im Park, beim Meetup. Danach sofort ein Hi, ich bin, und das Eis ist weg. Ich fasse mal die wichtigsten Startsätze zusammen, ja? Hi, ich bin, und du heißt? Freut mich, schön dich kennenzulernen, wollen wir uns duzen? Mit diesen 5 eröffnest du praktisch jede Situation. Und für den Einstieg ins Thema, woher kommst du? Kommst du aus der Nähe? Was machst du so? Was machst du gern in deiner Freizeit? Damit findest du Gemeinsamkeiten, ohne zu privat zu werden. Das mögen Leute. Kleine Nuance noch. Wenn jemand sagt, ich bin neu in der Stadt, kannst du wunderbar reagieren mit, oh, ich auch. Oder dann willkommen. Und dann direkt anbieten. Hast du Lust, mal einen Kaffee zu trinken? So entsteht Verbindung. Lass uns noch ein kurzes zweites Rollenspiel machen, okay? Diesmal verabreden wir was. Ich starte locker, alles gut bei dir, wir kennen uns ja jetzt 10 Minuten. Ja, danke. Wie läuft es bei dir? Ganz gut. Du, ich bin neu in der Stadt, darum suche ich nette Cafés. Hast du Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Klingt gut. Wollen wir in Kontakt bleiben? Ich schicke dir mal eine Nachricht. Gern. Hast du eine E-Mail-Adresse? Klar, aber WhatsApp ist mir lieber. Und sag gern du ja. Perfekt. Da waren wieder mehrere Bausteine drin, und nix davon klang schwer oder gekünstelt. So willst du's haben. Noch ein Sprachfehler,
der oft auffällt. Viele sagen, ich mag es bei Aktivitäten. Besser ist, ich mag schwimmen, oder noch natürlicher, ich gehe gern schwimmen. Das klingt gleich viel runder. Und denk dran, deutsche Direktheit ist nicht unhöflich. Wenn jemand schnell zum Punkt kommt, ist das normal, besonders beim Kennenlernen. Gerade deshalb sind klare Fragen wie „Was machst du so?" oder „Was führt dich hierher?" so hilfreich. Bevor wir zum Ende kommen, hier noch ein schneller Überblick über unsere 25 Sätze, die du heute gehört hast. Hör einfach mit und sprich sie innerlich nach, okay? Es zählt der Rhythmus. Hi, ich bin, und du heißt? Freut mich, schön, dich kennenzulernen, wollen wir uns duzen? Dann, woher kommst du? Kommst du aus der Nähe? Was machst du so? Was machst du gern in deiner Freizeit? Bist du zum ersten Mal hier? Weiter, was führt dich hierher? Wie kennst du den Gastgeber? Wie war nochmal dein Name? Kannst du das bitte buchstabieren? Wie sprichst du das aus? Und für den Einstieg in Gruppen, darf ich mich dazusetzen? Zum Lockerwerden, alles gut bei dir, und wie läuft es? Für Infos über dich, ich bin neu in der Stadt, und fürs Weiterplanen, hast du Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Wollen wir in Kontakt bleiben? Ich schicke dir mal eine Nachricht, hast du eine E-Mail-Adresse? Sag gern du. Wenn du diese Sätze mischst, hast du eine kleine Werkzeugkiste fürs echte Leben. Üb sie laut, am besten mit einer Freundin oder einem Freund. Dann klingen sie beim nächsten Treffen schon ganz automatisch. Und sag die Sachen ruhig mit Gefühlen, nicht nur korrekt. Ein Lächeln und ein lockeres Freut mich wirken Wunder. Ernsthaft, das macht oft den Unterschied. Jetzt unsere Frage an dich. Welche dieser Sätze nutzt du schon und welcher fällt dir noch schwer? Oder hast du eine eigene Lieblingsfrage für die erste Minute, die immer funktioniert? Erzähl uns gern davon. Und wie vorhin kurz erwähnt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Schau da rein, übe die Dialoge und nimm sie mit in dein nächstes Gespräch. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.